Hallo zusammen zur 25. Folge von Reptil TV. Heute haben wir wieder ein richtig schönes Tierthema. Ich werde immer wieder gefragt, welches denn meine persönlichen Favoriten sind. Deswegen haben wir heute die Top 5 Liste der für mich imposantesten Reptilien. Außerdem ganz am Schluss kommt noch ein Gewinnspiel, also dranbleiben, heute lohnt sich's. Die zwei Buben hier sind meine Top 5. Zwei schöne Blauzungenskinke, australische. Sind imposante, muskulöse Tiere. Der große Kopf mit dieser natürlich namensgebenden blauen Zunge gefällt mir unheimlich gut. Sie sind mordsruhig und brav von der Art her und sind absolut dankbare, pflegeleichte Tiere. Deshalb meine Nummer 5. Hier meine Nummer 4 im Ranking. Eine grüne Anaconda, Eunectes murinus. Anacondas sind ja die größten Schlangen der Erde, beziehungsweise zumindest die schwersten Schlangen der Erde. Insgesamt absolut schönes Tier. Die olivgrüne Farbe mit den schwarzen Flecken drauf. Ein richtig massiver, muskulöser Körperbau. Richtig schönes Tier. Wenn man sich das Ganze noch mit 5, 6, 7 Meter vorstellt, dann wird es irgendwann wahrscheinlich auf Platz 1 schaffen, wenn wir sie so lange noch haben sollten. Hier meine Nummer 3, eine Boa Constrictor Surinam in dem Fall. Also gerade die Konstriktoren sind absolut imposante Boas. Toll, der unheimlich große Kopf. Schöne Zunge, schöne Schnauze. Klar, die typisch rote Schwanzfärbung von den Surinam-Boas. Und mit circa 3 Meter, gute 3 Meter, gehören die Constrictor sicherlich in die Top 5 der imposantesten Reptilien. Auf Platz 2 hat es der Netzpython geschafft, der Procamerus reticulatus. Nicht nur wegen seinem schönen Namen, insgesamt eine der schönsten Riesenschlangen auf unserem Planeten. Auch durch die Größe, also mit, sagen wir mal, ca. 9 Meter die längste Schlange, die es gibt. Und auch durch die Optik absolut eine imposante, schöne Schlange. Ist auch interessant in der Modewelt, wenn man mal anguckt, jede Handtasche, jeder Stiefel, weiß der Herrgott was, alles hat dieses Netzpython-Muster. Scheinbar scheint es auch für die Modewelt eine absolut ansprechende Farbe oder Musterung zu haben. Insgesamt sind es meistens nicht ganz so ruhige Tiere wie jetzt eine Boa oder ein Tigerpython. Ein Netzpython ist nicht gerade ein Tier, wo man jetzt einem kleinen Kind um den Hals hängen kann oder sowas. Aber wenn man die regelmäßig hantiert von Baby auf, sind die trotzdem ruhig und brav. Deshalb definitiv meine Nummer 2. Hier meine Nummer 1, ein roter argentinischer Teu. Man könnte auch sagen, der Teu aus Marzahn oder sowas. Er kämpft ein bisschen mit seinem Übergewicht. Wobei, man muss sagen, bei den Teus ist das wirklich, also er ist jetzt nicht übermäßig dick für einen Teu, er hat wirklich definitiv die Standard- oder Traumfigur für einen roten Teu. Das gehört einfach ein bisschen, dass die hier ein bisschen Speck an den Backen haben und auch die Beinchen ein bisschen Babyringe noch dran haben. Das gehört bei denen einfach dazu. Also er ist definitiv nicht irgendwie übergewichtig oder sowas. Schon absolut imposante Tiere, eben allein durch die Größe natürlich imposant, aber auch vom Verhalten her völlig relaxed, völlig zahm, gucken sich alles an. Ich denke auch relativ hohe Intelligenz für ein Reptil. Ja, sie wissen genau, wenn Futter kommt und so weiter, können das beurteilen. Also ein tolles, imposantes Tier. Wir überlegen gerade noch an einem Namen, wie wir den nennen können. Er ist gerade unser aktuelles Maskottchen. Also wenn ihr einen guten Vorschlag für einen Namen habt, wie gesagt, der Teu aus Marzahn war so eine Idee. Oder ein Teo namens Babe oder ich weiß auch nicht, was gäbe es denn für einen guten Namen, könnt ihr gern eure Vorschläge bringen. Also meine Nummer 1, der rote Teu. Das waren jetzt meine persönlichen Top 5 der imposantesten Reptilien. Sicherlich habt ihr ein anderes Ranking, habt eine andere Meinung ein bisschen. Wir fänden es toll, wenn ihr die uns sagen würdet.
eure Kommentare posten würdet, entweder hier auf YouTube oder ihr könnt auf unsere neue Facebook-Fanseite gehen, reptil.tv, dort euren Kommentar abgeben, euer persönliches Ranking uns kundtun. Wir wollen unter allen geposteten Beiträgen einen 250 € Einkaufsgutschein verlosen. Könnt ihr hier in unserem neuen 2011er Katalog euch was Schönes aussuchen. Jo, also dann, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, check my balls. Marem, du alte Nervensäge, du schon wieder. Wo brennt's? Wir drehen gerade Reptil TV. Ja, alles beißt heute, alles scheißt mich an, alles bewegt sich, hält nicht still und jetzt kommst du auch noch. Das soll man zeigen. Können wir das noch reinbringen? So, das ist meine Nummer 4 in unserem Ranking. Eine grüne Anaconda, Eunectes murinus, hoppala. Gerade war sie so ruhig. Aber wir haben erklärt in der Handling-Folge, dass man sie einfach nur auf der Hand halten muss. Ein bisschen Fernsehen gucken muss. Nee, das mit der Hals, da fängt die dann aus, kriechen an, weißt du, der Weg. Dann kriecht sie nämlich runter, dann bin ich so weit wie vorher. Ich wollte sie noch ein wenig höher bringen. Ja, nee, die misst runter. Weißt du, auf deiner Bruststelle ist schon gut. Wenn du auf deiner Bruststelle so. Da. Ich habe ihn gerade unter den Wasserhahn gehalten. Hä? Ja, dass er ein wenig schöner glänzt und wollten ein wenig sauberer machen. Weißt du, wie das ist? Halt den Kleiner frontal, dass man erst einen Close-Up macht, bevor er noch mehr wackelt. Auf das fette Gesicht. Da haben wir unseren Hamster. Auf Platz 1. Das ist super. Das ist einfach so cool, Alter. Das ist cool. Also der kann es echt nicht leiden, wenn man den ein wenig auf seine Speckschwarten anspricht. Da macht er aggressiv. Ist echt witzig, ne? Wenn man da ein bisschen hier ein wenig so in die Ringe reinkneift oder hier ins Doppelkinn. Ja, da hängt er, da macht er den dicken Larry hier. Hä? Du, mal zum Fettabsaugen gehen mit dir. Hä? Fertig. Also da leuchtet aber kein Lämpchen gerade. Müsste es nicht leuchten? Das wird ja noch. Nee, wenn man nicht nach alles. Echt? Kannst du gleich den Kiefer halten, die Hand? Ja, Ey, genau. das- Halt's mir hin. Ja, da kriegt man voll den Datterich, echt. Musst dich beeilen, das halte ich nicht irgendwie lang aus. Das ist Und lächeln. Und Kamera läuft. Läuft, nein. Läuft. Kannst gleich aufhören.